also trocken ist es nicht. Also es ist tatsächlich also quasi öffentliche BWL, öffentliche Betriebswirtschaftslehre, vereint aber nicht nur Betriebswirtschaft, sondern auch Recht und Sozialwissenschaften. Und das macht auch den Studiengang dann so interessant. Die Motivation dahinter ist, die Verwaltung zu ändern. Wenn man an Verwaltung denkt, dann muss man, glaube ich, sehr häufig auch an Bürokratie denken und lange Prozesse. Und ich glaube, da gibt es schon auch in den letzten Jahren viel Bestrebungen, da was zu ändern, durch Reformen die Verwaltung zu modernisieren. Und das interessiert mich persönlich natürlich sehr. Und vielleicht gibt es dann später auch mal die Möglichkeit, da als junge Public Manager ein bisschen frischen Wind in die Verwaltungsbehörden dann zu bringen. Ich möchte in dem Bereich was machen Richtung Verwaltung und möchte aber vor allem auch etwas studieren, das mir eine sichere Zukunftschance auch bietet. Und das ist eben Public Management. Ja, mit dem Abschluss auch als gehobener mit dem Abschluss im gehobenen Verwaltungsdienst. Und eben auch, dass der Studiengang ermöglicht, dass ich in dem kleinsten Dorf, aber auch in der Großstadt arbeiten kann, aber auch in Thüringen, in Baden-Württemberg oder in Berlin oder Hamburg. Ich muss einmal Interesse mitbringen für die klassische Betriebswirtschaft, ich muss Interesse mitbringen für Recht, vielleicht auch ein bisschen Vorerfahrung schon und auch Interesse für die Verwaltung. Was man mitbringen sollte, ist vor allem ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Organisation und ja, einfach generell Interesse auch, vielleicht an politischen Zusammenhängen manchmal vielleicht auch. Es unterscheidet sich von einer Universität, dass wir ein relativ kleiner Studiengang sind und insbesondere auch in den Übungen und Seminaren kann man schon merken, dass es deutlich einfacher ist, sich auch vielleicht einzubringen, dadurch, dass wir eine relativ kleine Gruppe sind. Und also der Studiengang ist relativ praxisorientiert. Wir haben 7 Semester, davon sind 2 Praktika, also Pflichtpraktikasemester. Darauf freue ich mich auch schon. Genau, also ich rate Studienanfängerinnen, keine Scheu davor zu haben, auch in einer kleinen Stadt zu studieren, auch in einer kleinen und jungen Hochschule. Ganz im Gegenteil, das hat wirklich sehr viele Vorteile. Ja, also wie sieht mein typischer Tag aus? In der Regel habe ich Vorlesungen von 8 bis 16 Uhr, also nicht durchgehend, natürlich auch mit Pausen dazwischen. Ich stehe also relativ früh auf, stehe auch gern früh auf, gehe dann in die Vorlesung, habe dann natürlich Mittagspause, um 11:30 gibt es auch Essen, wir gehen auch immer alle zusammen essen. Ja, und bis 16 Uhr ist dann Vorlesung. Dann fahre ich meistens nach Hause, mache kurz Pause, schaue mir vielleicht auch noch mal was an. Und abends, je nachdem, also ich bin auch Tutorin für Französisch an der Hochschule und leite die Theater AG, da ist einiges zu tun. Wenn ich freie Zeit habe, dann treffe ich mich gern mit Freunden oder lese ein Buch oder genau. Ja, es gibt noch andere Initiativen, beispielsweise gibt es den STURA, den Studierendenrat oder auch den Fachschaftsrat, den FSR. Man kann sich dann quasi aufstellen lassen und sich wählen lassen. Andere Initiativen, es gibt noch andere Tutorien und andere AGs. Es gibt ganz viele Sportangebote, wo man dann auch Sportlehrer werden kann. Ich wohne in einer WG, wir sind 3 Studentinnen ich hatte sehr Glück mit meiner Wohnung. Ich habe ein relativ großes Zimmer, wohne relativ zentral, also bin in 2-3 Minuten an der Hochschule, aber auch in 5 Minuten in der Innenstadt. Und ja, viele meiner Kommilitonen wohnen auch im Studentenwohnheim, viele aber auch zu Hause und pendeln dann aus der umliegenden Region. Genau. Und es ist relativ einfach in Nordhausen eine Bleibe zu finden. Es ist günstig, aber trotzdem fein. Genau, also das Leben in Nordhausen für einen Student ist relativ ruhig, aber auch schön. Es ist wichtig, dass man auch insbesondere als Erstsemester schnell auch Kontakte knüpft. Aber das geht relativ gut, weil wir eine kleine Hochschule sind. Wie gesagt, Nordhausen ist keine Großstadt, ist auch keine klassische Studentenstadt, aber es gibt viele Angebote auch, die man dort machen kann, Freizeitangebote, Kulturangebote. Ja, also wenn man dann Lust hat, mal wandern zu gehen, kann man auch in Harz, der ist auch nicht weit entfernt. Und wenn es einem dann doch mal zu kleinstädtisch vorkommt, dann fährt man nach Erfurt mit der Tosca oder nach Weimar oder nach Jena, also das ist alles möglich.